Ja, hallo, mein Name ist Josef und ja, ich will euch heute meine Geschichte erzählen, wie ich zu Gott gefunden habe oder was Gott in meinem Leben getan hat. Ich bin in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen und ja, habe schon von Kind auf den Glauben vermittelt bekommen, dass nur Jesus der Weg ist, gerettet zu werden. Und ich habe vieles mitbekommen, vieles gehört. Wir sind oft zur Kirche gegangen, aber schon als Kind war das so, ich bin nicht gerne hingegangen. Also wirklich oft, ja, musste man sich selber so dazu zwingen. Als Kind, denke ich mal, ist es so noch schwieriger auch, weil man vieles auch so, ja, so langweilig findet und so. Ja, und das war mein Bild von der Kirche, ne, von dem Glauben. Aber trotzdem wusste ich da, und das war auch meine Einstellung, ich muss dieses Leben leben, dieses zur Kirche gehen und um gerettet zu werden, damit ich bloß nicht in der Hölle lande. Das war meine Einstellung vom Leben. Circa 10 oder 11 Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, da war das so. Es war an einem Tag, an einem Geburtstag von meinem kleinen Cousin. Da ist vieles passiert, vieles Verrücktes an dem Tag. Aber am Ende des Tages saßen wir so mit ein paar Cousins, saßen wir da so müde. Mein Cousin hat dann angefangen zu erzählen, ja, unsere Eltern, die reden, Zeit, die läuft ab, ne? Jesus kommt bald und viele Anzeichen und ja, dass Jesus bald kommt. Wirklich alle von uns saßen da, der erste, dann der zweite. Wir haben angefangen zu weinen. Schon als Kinder haben wir das begriffen. Dieses Leben, wir leben das so für uns, so vor uns hin. Wir machen allen möglichen Kram, ne? Und alles unnötig. Wofür? Kein Wert für die Ewigkeit. Und wir saßen da, ich habe meinen Bruder gesehen, der war auch da und die fangen an zu weinen und dann fange ich auch an zu weinen und mein Cousin dann neben mir fragt mich, ja, warum weinst du? Und ich habe gesagt, ja, weil ich wegen meinen Sünden, ne, was ich getan habe, alles schon als Kind habe ich das begriffen, ne, genau, vor allem durch meine Eltern. Ja, und dann, aber in dem Moment kamen mir so Gedanken, was war das jetzt, so bereue ich mein Leben nur deshalb, weil die anderen neben mir das auch ihr Leben bereuen? Oder ist es jetzt echt? Oder bereue ich wirklich so, was ich getan habe? Kamen so Zweifel in mir auf, ne? Ja, ich habe auch von Anfang an so gewusst, dass ja, du kommst in den Himmel, wenn du gerettet bist, wenn du wiedergeboren bist, wenn du bekehrt bist, ne? Und diese Bekehrung war so eine Sache, das hat mich oft fertig gemacht. Ich wusste nicht, was das ist. Das konnte man mir so oft versuchen zu erklären, aber ich habe es nicht richtig verstanden. Aber dann, nach diesem Erlebnis bei meinem Cousin, ja, wir sind dann zu Hause angekommen. Ich weiß nicht, ob das noch am selben Tag war. Habe ich gemerkt, wie Gott auf einmal angefangen hat, an mir zu arbeiten, an uns zu arbeiten, mein Bruder und ich. Also müsst wissen, wir haben früher als Kinder ähm, so viel mit Karten gespielt, mit Karten getauscht, solche Fußballkarten. Und das war wirklich unser Ein und Alles. Ja, das war wirklich alles, was uns beschäftigt hat. Und auf einmal war mir das überhaupt nicht mehr wichtig. Und ihm genauso. Wir haben diese ganzen Karten, die wir jahrelang so gespart, getauscht, mit denen gespielt haben wir einfach zerrissen und weggeschmissen. Diese Einstellung hatte ich vorher nicht. Ich habe nicht mal, ich habe das nicht mal als etwas Schlechtes angesehen. Ja, und heute würden wir auch so sagen, ja, was ist das schon, ne? So, das ist doch nichts Schlimmes, ne? Aber damals war mir so klar, das hat gar keine Bedeutung mehr in meinem Leben. Das ist überhaupt nicht wichtig. Ja, das war der Beginn meines Lebens sozusagen, also meiner Wiedergeburt, die Bekehrung, die ich erlebt habe. Ja, da fing mein Leben mit Jesus an, ne? Und das war dann so. Irgendwann mal sind meine Eltern dann nicht mehr in die Kirche gegangen, haben uns auch nicht mehr mitgenommen. Ja, es vergingen die Jahre und Gott hatte plötzlich so wenig Bedeutung mehr in meinem Leben. Ich habe irgendwie gewusst, obwohl ich viel Zweifel hatte, aber ich habe irgendwie gewusst, ja, ich bin gerettet und jetzt ist alles gut und jetzt kann ich mein Leben leben, wie ich will. Und das war so wirklich, ich habe Tag für Tag mein Leben gelebt und habe nicht einmal am Tag an Gott gedacht. Aber was besonders war und was ich erst so später mir klar wurde, ich habe jeden Abend vor dem Schlafengehen, da habe ich an Gott gedacht.
Und da ist mir wieder alles eingefallen. Was habe ich heute nur Sinnvolles getan? Macht das überhaupt alles Sinn, was ich mache, wie ich mein Leben lebe? Und das kam wirklich so gefühlt jeden Abend. Und da glaube ich heute, dass ich wusste nicht, warum das so war, warum ich immer abends vor dem Schlafengehen so an Gott gedacht habe. Aber am nächsten Tag bin ich aufgewacht und lebe mein Leben ohne Gott. Und ich weiß, Gott hat mich nie verlassen. Dem Punkt, wo ich mich bekehrt habe, immer sein Kind. Und er hat mich aber jeden Abend daran erinnert, dass er ist da und er wartet auf mich. Und dann, wo ich älter wurde, 14 oder so, hat es angefangen, dass vieles wurde schwieriger, wobei ich dachte, mein Leben wird nur noch besser, seitdem ich mich bekehrt habe. Das war früher mein Denken, aber es wurde alles schwieriger und alles schlimmer. Und ich habe viel schlimmere Sachen getan als die Sachen, die ich als Kind gemacht habe. Und das hat mich bedrückt. Und einerseits waren auf der einen Seite die Gedanken, ich bin ja gerettet, und auf der anderen Seite, so wie du lebst, glaubst du wirklich, dass du so in den Himmel kommst? Das hat mir keine Ruhe innerlich gegeben und ich war sehr, obwohl man mir das nicht ansehen konnte, war ich innerlich doch so zerrissen, ne? Weil ich nicht die eine Seite und auch nicht die andere Seite gewählt habe, ich war irgendwo dazwischen. Das hat mich sehr belastet. Und ja, dann irgendwann mal habe angefangen, selber die Gottesdienste zu besuchen, weil ich wusste, ich will den Weg zu Gott zurückfinden. Ne? Ich will, irgendwas muss da dran sein. Ne? Auch wenn ich früher als Kind nicht gerne hingegangen bin, irgendwann mal fing das an. Ich habe meinen Vater fast jeden Sonntag so gebeten, ob er mich hinfahren kann, und der hat das auch wirklich immer durchgezogen, immer gemacht. Irgendwann mal dann eines Tages in der Kirche an einem Sonntag wurde so bekannt gegeben, ja, wer will, kann sich zur Taufe anmelden. Ich wusste gleich, ey, ich muss das machen. Ich weiß nicht warum, aber es war in mir so, ich muss das machen, das ist mein Weg. Raus aus der Sünde, raus aus dem ganzen Dreck, aus dem Leben, das ich jetzt führe. Und ja, dann habe ich mich auch angemeldet, habe das zu Hause erzählt. Mein Bruder hat sich auch angemeldet dann zur Taufe. Ja, und dann haben wir uns taufen lassen. Und nach der Taufe wirklich, ich habe das so gesehen wie eine zweite Chance. Und ich habe wirklich alles versucht, nicht wieder ins alte Leben zurückzukehren. Ich habe wirklich gesehen, so, wenn es jetzt nicht besser wird, dann wird es nie besser. Aber ich habe auch gemerkt, wie Gott mir da wirklich Kraft gegeben hat, auch Dinge, Sünden zu überwinden. Und so ging das ein halbes Jahr lang. Ich war wirklich so frei von allem, so. Aber da hat es angefangen, der mich frei gemacht hat, den habe ich wieder vergessen. Er habe Gott völlig vergessen und dachte, genauso wie nach meiner Bekehrung, ich bin ja gerettet, jetzt ist alles gut, jetzt kann ich wieder leben, wie ich will. Ja, nach der Taufe wurde ich auch einer Gemeinde angehörig, besuchte auch so öfter die Jugendstunden, und ja, irgendwann mal hat mich mein Jugendleiter gefragt, willst du uns nicht dein Zeugnis erzählen, wie du dich bekehrt hast? Also hat mich angeschrieben, mich gefragt. Und auf einmal kamen in mir Zweifel hoch, wie ich sie früher schon hatte, immer mit mir rumgeschleppt habe. Aber da war das nochmal extrem. Ich habe mir überlegt, so, war das überhaupt alles richtig? Habe ich mich bekehrt? Ja, bin ich Gottes Kind? Oder bilde ich mir das alles nur ein? Solche Zweifel, die aufkamen. Und das, gerade wo ich die Zweifel hatte, schreibt mich auch noch mein Jugendleiter an und will, dass ich mein Zeugnis in der Jugend erzähle, und das war für mich komplett die Katastrophe. Weil ich habe Gott gefragt, Gott, warum gerade jetzt, wo ich komplett Zweifel habe? Und dann aber wollte ich es wissen, so ein für alle Mal. Ich habe diese Zweifel jahrelang mit mir rumgeschleppt, und dann wollte ich es wissen. Und ich bin erstmal zu meiner Mutter gegangen, habe mit ihr geredet, ja, wie ist das? Und sie hat mir natürlich gesagt, ja, so hat mich versucht auch gleich zu beruhigen oder mir Sicherheit zu geben, dass ja, es war alles richtig und so, aber das hat mir keine Ruhe gegeben. Ich war damit nicht zufrieden. Und dann, so zum ersten Mal, glaube ich, habe ich einfach so das Gefühl bekommen, einfach, geh jetzt und schlag die Bibel auf. Das war neu für mich. So, ich habe das nie richtig so gemacht. Früher, wo ich die Bibel gelesen habe, die Bibel hat mich immer
gefühlt angegriffen, weil da standen Sachen drin, wie man zu leben hat. Und ich schaute auf mein Leben und das war komplett das Gegenteil. Und ja, ich habe nicht gerne die Bibel gelesen, sage ich mal so. Und dann kam einfach dieses Gefühl in mir auf, ich muss jetzt einfach die Bibel aufschlagen. Und ich hab das gemacht. Ich habe die Bibel aufgeschlagen und ich weiß nicht, ob ich mit meinem Finger sogar draufgehalten habe auf eine Bibelstelle oder einfach nur mit den Augen hingeschaut habe, aber mein Blick kam auf einen Vers und den kann ich mal kurz vorlesen. Und das war dann eigentlich die Antwort von Gott, also mein Erlebnis, was ich mit Gott erlebt habe. Das steht in Lukas 10, Vers 20. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Und jetzt kommt's, das war die Antwort von Gott. Freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und das war so gewaltig für mich in dem Moment. Das war für mich so, als ob Gott selber zu mir gesprochen hat. Nicht meine Mutter konnte mich irgendwie mich beruhigen, diesen Frieden geben darüber oder Sicherheit, Gewissheit, ne? Sondern Gott allein. Ich habe wirklich, das war, und ich sage bis heute noch, das kann kein Zufall gewesen sein. Ich habe zu Gott gebetet, ich habe eine Antwort von ihm gesucht und er hat sie mir wirklich gegeben. Gott, der alles geschaffen hat, hat zu mir gesprochen. Und war so gewaltig. In dem Moment waren wirklich alle Zweifel weggeräumt. Die waren einfach verschwunden. Und ich wusste, ich bin gerettet. Und wirklich dieser Vers, dieses Erlebnis hat mich jahrelang so begleitet. Ich habe das nie vergessen und oft war das auch das Einzige, woran ich mich festhalten konnte. So, ich konnte sagen, so Gott hat zu mir geredet. Ne? Seitdem, es gab noch viele Erlebnisse, die ich mit Gott erlebt habe. Von eins möchte ich noch erzählen, was für mich auch ganz besonders war. Es ging nur um einen Satz, den jemand mal gesagt hat. Also zwei Jugendliche haben sich so unterhalten und der eine hat erzählt, ja, stell dir vor, wenn wir in den Himmel kommen, wir werden Jesus sehen. Und das hat er mit so einer Begeisterung gesagt, das hat mich einerseits fasziniert und andererseits auch niedergeschlagen, weil ich gesehen habe, diese Begeisterung in mir ist nicht da für Gott. So, ich liebe Gott gar nicht, obwohl er so viel für mich getan hat, ne? Und ja, immer für mich da war. So, in Situationen, wo ich nachhinein das erst erkannt habe. Aber seitdem, das war auch, ja, sag ich mal, ein Wendepunkt in meinem Leben. Seitdem ich diesen Satz gehört habe, ich musste ehrlich sein vor Gott. Ich bin zu Gott auf die Knie gegangen und habe gesagt, Gott, du siehst, ich habe diese Liebe nicht für dich, ne? Aber ich will dich lieben, weil Gott hat so viel für uns getan. Er hat seinen Sohn auf die Erde geschickt für uns, damit wir gerettet werden können, wegen unserer Sünden. Wir, also ich, war ihm so oft untreu, habe ihn so oft verraten sozusagen, ne? Habe mein Leben geführt, also mein eigenes Leben versucht zu führen, was immer im Chaos endete. Ja, aber seitdem ich das so offen und ehrlich so vor Gott gebracht habe, ich habe eine wunderbare Beziehung zu Gott. Ich weiß nicht, wie du zu Gott stehst, ob du überhaupt glaubst, ob es einen Gott gibt. Das kann dir auch keiner beantworten. Das musst du dich selber auf die Suche machen. Wenn man wirklich was erlebt hat mit Gott, dann weiß man genau, er ist da. Ja, somit bin ich zum Schluss gekommen und ich möchte euch noch eine Sache mitgeben. So wie es in meinem Leben war, ich habe gefragt, wirklich, es war wirklich die größte Frage in meinem Leben und Gott hat sie mir beantwortet. Und genauso sage ich auch euch und so steht es auch geschrieben. Ne? Wer sucht, der wird finden. Ne? Also Gott gibt uns ein Versprechen. Wenn wir wirklich nach ihm suchen, er wird sich von uns finden lassen. Oder wenn du gerade, egal welche Fragen das sind, irgendwas, was dir auf der Seele brennt, komm damit zu Gott. Ja, leg das offen vor ihn hin.
Ja, ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit den anderen Zeugnissen, die hier auf dem Kanal sind und ja, Gottes Segen.